Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Meine Lieben, wir sind in Bayreuth. Wir sind im Süden Deutschlands. Heute gibt es ein XXL Sushi-Boot. Wie groß, wie schwer, das erfahren wir jetzt. Viel Spaß, let's go. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen nochmal zurück zu einer neuen Folge bei Big M. Wie eben bereits erwähnt, wir sind hier in Bayreuth, unweit weg von Nürnberg, sage ich mal, und bei Maison. Asian Cuisine, Richtig. so wie es auch richtig heißt, glaube ich. Ne? Ja. Und du bist die liebe Mai. Ja, Mai bin ich. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Leute, wir sind aus folgendem Grund hier. Und zwar sind wir hier für, ich sag mal, ein, zwei Challenges. Und unter anderem bin ich auf euch aufmerksam geworden, weil ihr habt so ein geiles XXL viral gegangenes Sushi-Boot. Und das Ganze sieht nicht nur hoffentlich geil aus, sondern schmeckt auch. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen darüber erklären, seit wann gibt es das und wie sieht das Ganze aus? Ja, kann ich garantieren, dass es gut schmeckt. Das sind alles frisch vorbereitet. Du sehen kann auch Hintergrund und meine Sushi-Man wird dann langsam schon vorbereitet für dich. Ja. Es gibt verschiedene Sachen für auch vegetarisch und auch Fisch dabei. Wir haben verschiedene Sorten, Maki, Inside Out, Spezialroll, Crunchyroll, auch Laken, Nigiri und dann auch Sashimi drauf. Ja. Eigentlich kannst alles mal probieren von A bis Z von Sushi-Sorte. Das Sushi-Boot gibt es tatsächlich auch auf eurer Speisekarte. Ja, das Also geht es ist jetzt auch. nicht nur so, dass das so eine Sonderanfertigung ist, sondern man kann hier hinkommen und kann das bestellen. Natürlich, Ja? natürlich. Ihr seht halt auch in der... Was kostet das? Das kostet 99,90 Euro. 99,90 €? Ja, ihr Okay. kriegen auch noch Vorspeise, auch Ja. dann natürlich den Brot drauf. Ja. Okay, ist also quasi nicht, dass man sagen muss, man muss das vorbestellen, sondern man kann auch spontan hier hinkommen. Ihr habt das quasi immer da und wird einfach ganz normal gefertigt. Oder muss man das vorbestellen? Sehr gerne mit einer Vorbestellung, Ist weil besser? ja, das ist besser. Dann können wir dann das ist nicht einfach nur ein Boot, wir müssen auch mal dekorieren und so weiter. Ja. Das wäre schön, wenn man, weil bildlich, wenn man dann am Tag mal mehrere Boot kommen, das Ja. wird man auch Wie oft mal wird das so bestellt, gekauft? Ja, so, wie sagt man dann am Wochenende, wenn man große Gruppe kommt halt mehr gut an, weil wenn man, also wir eine Person, zwei Personen Okay, haben da wir sind dann wir, noch nicht. da sind wir schon beim Thema. Für wie viele Personen ist das ungefähr ausgelegt? Die sind für 4 Personen eigentlich. 4 Personen ist aber eigentlich. manchmal reicht auch für 5 bis 6 Personen Ja, ne? eigentlich. Weil die sind meisten, haben immer gesagt, die sind ziemlich groß auch. Hat das schon mal einer alleine gegessen oder bestellt? Noch nie. Noch nie? Noch nie. Wie lange Deswegen gibt es euch jetzt? wir sind also schon ein guter dritte Jahr. Also bin ich der Erste, der das nach 3 Jahren das erste Mal bestellt alleine. Ja, genau. Deswegen bin ich sehr so gespannt. Mal schauen, ob es du dann alles schaffen allein können. Okay, vielleicht fällt uns dann noch eine kleine Challenge ein, weil ich habe mal gesagt, oder ich sag mal, ich bin ja auch so gerne in Challenge. Vielleicht lässt du dich ja drauf ein. Wenn ich es vielleicht alleine schaffe oder aufesse, vielleicht hast du ja gleich noch was Passendes. Kannst du uns ja gleich noch mitteilen. Da würde ich sagen, ich bestelle einmal das größtmöglichste. Ich würde gerne euer Maison Deluxe Boot einmal bestellen. Für dich allein? Ja. Schaffst du das? Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Deswegen sage ich ja, vielleicht hast du ja irgendeinen Anreiz für mich, wenn ich es aufesse. Und Ja. dann würde ich sagen, meine Lieben, Mai fertigt also jetzt mit ihrem Sushi-Meister das Maison Deluxe Sushi-Boot. Wir suchen uns einen geilen Hintergrund, einen geilen Platz und dann lassen wir uns mal überraschen, wie groß, wie schwer und vielleicht sogar mit welcher Challenge sie zurückkommt. Sehr gerne. Ach, das war auch auf der Speisekarte, Miso-Suppe, ne? Ja, dann 4-mal Miso-Suppe, weil das Menü ist für 4 Personen. Okay. Hier, ne, Tür. Ei. Oh, bitte schön. Moment. Ich glaube mal so, ne? So stehen wieder. Meine Liebe, also ich bin gerade ein bisschen geflasht. Ich habe jetzt schon mal einen Sushi-Tower zuletzt gehabt. Ich habe schon viel Sushi gegessen, aber auf einem Boot ist mir tatsächlich bisher nur auf Social Media, ich sag mal, zu Augen gekommen und ich bin ein bisschen geflasht, weil das Sushi sieht auch sehr gut aus. Aber bevor ich zu viel erzähle, was haben wir alles? Ja, wie Sie sehen, wir haben beim Sushi-Boot sind für 4 Personen eingerichtet, Ja. verschiedene Sorten. Vorspeise hat man dann Miso-Suppe, Sehe ich, die kommt mit dazu, ne? die kommt mit dazu, ja. Eigentlich 4 Stück sogar auf der Genau, Speisekarte, richtig. weil für 4 Personen. Genau. Aber für mich habt ihr eine gemacht. Ja. Dankeschön. Sehr gerne. Wenigstens das. Geil. Ja, das gibt auch verschiedene Sorten. Ich Ja. hoffe, dass normalerweise ist für 4 bis 5 Personen eingerichtet.
Ich weiß nicht, ob das du dann schaffst. Hast du das Boot eigentlich schon mal gegessen? Oder noch gar nicht? Nein, nein, das glaube ich. Auch nicht mal mit anderen oder so? Doch, wir können man dann zusammen in großer Gruppe dann teilen. Aber Ja. das alleine haben wir auch noch nie getan. Aber hast du das mal mit anderen gegessen? Ja? Ja. Was ist dein Lieblingssushi? Ich eher dann Crunchyroll und so weiter. Crunchyroll, Ja, ne? Sagen Crunchyroll, viele. ja, Schreibt ja. gerne mal in die Kommentare, was ist euer oder was wäre jetzt euer Lieblingssushi? Wer sind es jetzt die Makis, wer ist Sashimi, werden es Nigiris oder Crunchyrolls? Und ich bin mal gespannt, was wir noch hier gleich entdecken. Oder wer ist die Miso-Suppe? Denn das ist unsere Vorspeise, eine Miso-Suppe, die dazu kommt. Eigentlich noch 4 Stück für 4 Personen. Wir haben natürlich jetzt eine bekommen. Und ja, dann versuche ich das Ganze mal. Denkst du, wie lange brauchst du dann für den Brot? Ich weiß nicht. Schaffst du in einer Willst du mir Stunde? eine Zeit geben? 1 Stunde? Schaffst du Eine das? Stunde? Eine Stunde? Was, wenn ich in einer Stunde schaffe? Wenn du in einer Stunde schaffen kannst, stelle ich dir dann 3 Gutscheine für 50 €. Okay. Jeweils 50 €. Ja. Schaffst du das? Und Denkst das du? Boot noch on top? Na, freilich. Ja? Ja. Ernsthaft? Ja, natürlich. Okay, nehme ich an. Ja. Dann machen wir doch eine kleine Challenge draus. Ja. Also kostenlos das Boot und 3 mal 50 €. Ja, Sicher? das schon. Na, sicher. Mit Ah, okay, meine Lieben. Also, dann gehen wir rein. Ich versuche es als erster und bin gespannt vor allem, was mir nachher am besten schmeckt. Und ja, ja. ob wir das Ich Ganze auch hoffe, schaffen. dass dir schmecken. Dankeschön. Mal sehen. Ja, schau mal. Ob du alles mal schaffen kannst in einer Stunde. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ja. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unser XXL Maison Deluxe Boot. Es winkt hier kostenloses Boot plus, was wir gerade bekommen haben, 3 mal 50 € Gutscheine, die wir verlosen können, wenn wir das Ganze schaffen. Ansonsten muss ich die zerreißen. Wir haben 1 Stunde Zeit bekommen, das als erster zu schaffen. Ich bin gespannt, wie es uns schmeckt, wie groß, wie schwer das Ganze wird und vor allem, ob es wirklich in einer Stunde machbar ist. Wir gehen rein in die XXL Maison Deluxe Boot Challenge. Viel Spaß. Let's go. Und gehen rein. Womit sollen wir anfangen? Womit sollen wir anfangen? Hier hinten haben wir Makis. Immer das kleinste. Wieso Makis? Wir haben eine Vorspeisensuppe, meine Lieben. Die ist mir gerade schon von dem ganzen Sushi, ist mir schon untergegangen. Vorspeisensuppe, eine Miso-Suppe. Wow, vor allem ist sie schön warm. Wow. Normalerweise bin ich gar nicht der krasse Miso-Suppen-Fan jetzt aus der asiatischen Küche. Ramen wäre schon wieder was anderes, weil sie oftmals sehr, sehr salzig ist. Also ich liebe das Salzige, aber ich hatte sie jetzt schon 1-, 2 Mal gehabt, wo sie komplett gefüllt und in Salz umströmt war. Boah, ist aber hier anders. Sesamgeschmack mit dazu. Boah, die ist lecker. Mit so ein paar Frühlingszwiebeln. Das könnte gut passen zum Sushi. Auch die nachher mal ein bisschen zu snacken. Sehr geil. Finde ich sehr aufmerksam, dass die somit auch für 4 Personen, jeder bekommt eine Miso-Suppe, wenn man es bestellt. Oder ihr bestellt sie zu zweit, kriegt jeder 2. Oder Big M, einer alleine. Oder hätte 4 Stück nur dazu bekommen. Aber sie haben gesagt, eine, passt schon. Wir nehmen dafür noch einen Nachtisch. Zählt, glaube ich, extra. So, dann gehen wir ins erste Maki rein. Thunfisch. Der Thunfisch sieht schon sehr, sehr lecker aus. Oh, tolles Sushi. Boah. Also wie es aussieht, so schmeckt es auch wirklich sehr lecker. Boah, wirklich tolles Sushi. Ich habe schon so oft Sushi gegessen, ihr kennt es. Mittlerweile schmecke ich da wirklich gut Qualität raus. Das ist bei den Makis jetzt hier beim Thunfisch mindestens. Wir haben Lachs-Makis, wir haben Thunfisch-Makis, wir haben Sashimi, wir haben hier schon mal 4 Nigiris. Oh, ich glaube da vorne sind auch noch welche, die sehe ich noch gar nicht. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal so ein Aal. 8 Stück verschiedene. Bisschen mit Soja. Oh, oh, oh ja. Oh, oh, shit. Sehr, sehr lecker. Ja. Ah, wirklich sehr lecker Sushi. Schaut mal, wir haben sogar hier hinten noch Big Rolls versteckt. Die sind so am Bug des Schiffes. Am Bug des Schiffes links, ich hoffe, ich habe es richtig verauscht. Ne, Bug ist, glaube ich, hinten. Bug hinten? Seite? Hinten? Schreibt es mal rein. Bug? Ne. Backboard, Bug. Ich weiß nicht, was die Seite gerade ist. Schreibt es gerne mal rein.
Auf jeden Fall haben wir eins, das sind sogenannte Big Rolls. Sieht nach Lachs, Frischkäse sogar aus mit Avocado. Die kommen tatsächlich, glaube ich, eher so aus dieser vietnamesischen Küche, ne? Weil normalerweise sind die weniger in diesem reinen Sushi, also japanischen Läden. Ich glaube, das sind eher diese Rolls, die aus wirklich dieser vietnamesischen Küche kommen. Dann haben wir das. Das sind, glaube ich, Special Rolls, die mit auf der Karte sind. Schaut mal, mit Mayo, auch wieder mit Lachs. Boah, flambierter Lachs. Wow. Oh, wow. Mit einer schönen Mayo oben drüber. Oh, das ist sehr, sehr lecker. Das war sehr gut. Jetzt kommen wir. Boah, was sind das denn hier? Tunkas? Die sehen auch sehr fancy aus. Schaut mal hier. Wisst gerade gar nicht den Namen dazu. Groß gar nicht mit Algen. Mit Avocado. Boah, Sushi ist toll. Fällt mir gerade nichts zu ein. Gehen wir mal in die Crunchies rein. Das war ja auch, wie die liebe Mai, die uns das Brot gerade gebracht und präsentiert hat, ja auch gesagt hat, ihre Lieblings. Und ich denke auch von vielen von euch sind Crunchy Rolls meistens die Favorites. Vor allem, wenn sie dann ja noch warm sind. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, womit. Probier mal. Crunchy. Hat natürlich durch dieses Frittierte, durch den Crunch, wow, natürlich nochmal so einen anderen Flair. Also ich kann verstehen, schreibt es gerne rein. Sushi, Lieblingsrolle und wenn mit Crunch oder ohne. Ich denke, viele von euch sind da wirklich Favorite mit. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Geht natürlich der reine Sushi-Geschmack ein bisschen unter, darf man auch nicht vergessen. Aber es hat natürlich nochmal so einen gewissen Punch. Ich glaube, die Mischung macht es einfach hier, genauso wie wir hier einfach auch frisches Sashimi haben, mit einer schönen Blume oben drüber. Eier und eine ordentliche Deko. Und ich denke, wenn wir hier schon eine Challenge bekommen haben, müssen wir auch alles aufessen. Das versuchen wir jetzt, meine Lieben. Ich würde sagen, rein geht's ins 100 € Maison Deluxe Sushi Boot. Wir hoffen, dass wir es kostenlos bekommen, plus die 150 € Gutscheine. Let's go. Also meine Lieben, 45 Minuten sind es noch on the clock. Es ist gerade der ein oder andere von euch hier vorbeigekommen und hat Hallo gesagt oder wollte sich das Ganze mal anschauen. Könnt ihr immer wieder machen, nicht nur im Livestream, ne, wie wir das immer machen, sondern natürlich auch vor Ort, wenn ihr das Ganze mitbekommt oder angekündigt wird. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, hier hinten ist unsere letzte Big Roll versteckt. Die habe ich jetzt erstmal zusammen mit euch aufgegessen. Ansonsten ist mir bei den Makis nur aufgefallen, haben wir so eine Spicy Tuna Mischung noch mit dabei. Sehr, sehr lecker und, das hatten wir vorhin gar nicht zusammen verkostet, ist mir aufgefallen, nachdem ich mal vorne ein bisschen mehr gesnackt habe, das ist ja eine riesen Crunchy Roll. Schaut euch mal dieses fette Teil an, wie fett diese Ballermänner sind. Die sind ein bisschen größer sogar als die kleinen Crunchies, aber natürlich geschmacklich durch den großen Inhalt natürlich Wahnsinn, ne? Oh, gerade kommt der nächste Gast vorbei, wird begrüßt. Rein in die Big Crunchy Roll. Boah. Mit Mayo oben drüber, Lachs, Thunfisch und Frischkäse. Ne? Dazu ein bisschen Sojasauce. Geil. Also das ist meins. Sashimi Lachs hier vorne. Gurke können wir uns auch noch mal zusammennehmen. Vielleicht kriegen wir da sogar mal sogar ein bisschen mehr von der Deko. Scheint doch ein bisschen mehr Deko zu sein als alles andere, aber auch hier rein da. Sehr, sehr lecker. Kleines Salätchen dazu, Vitamine. Ich weiß nicht, ob es reine Deko ist, aber es schmeckt auch so mit Sashimi und Thunfisch. Weniger quatschen, Kopf im Nacken oder so ähnlich. Also meine Lieben, ihr seht 35 Minuten noch und dementsprechend kommen wir so knapp an die Hälfte der Zeit. Ich wollte jetzt mal mit euch hier oben mal diese Hose aufmachen. Ich glaube, die ist nämlich bestehend einfach aus Gurke
Und darunter mal so ein bisschen den Salat und das Sashimi vielleicht ein bisschen mit euch verkosten. Nehmen wir uns mal ein bisschen. Wir gehen einfach mal trocken in diese Rose rein. Ich glaube, es ist einfach nur Gurke, ne? Ja. Also, so eine Gurke mit Rose. Ich glaube aber, nur Gurke wäre ein bisschen lame. Wir nehmen uns ein bisschen Sashimi, machen uns hier so ein bisschen Sojasauce oben drüber, denn davon geht ja nie genug. So ein bisschen wie Sojasauce ist für mich immer, wisst ihr, wenn ich immer in anderen Videos sage, der Knoblauchdip ist es die Sojasauce beim Sushi. Oh ja, die ist hat definitiv einen anderen Geschmack. Nehmen wir uns hier noch ein bisschen von den kleinen Nüdelchen dazu. Ja, also kann man sich hier wieder wie so eine Art kleinen Fingerfood machen. Aufpassen, Zahnstocher mit dabei. Können wir in den Wasabi packen, denn Wasabi ist nicht meins. Sage ich ja immer wieder. Aber können wir uns hier wieder die kleinen Gürkchen ein bisschen wieder drüber lassen. Snacken wir gleich hier schön noch ein bisschen mit dem Salat und mit dem Sashimi. Ansonsten sind die Makis, die hier gewählt haben, spicy ein bisschen. Und ich glaube, hier vorne sind tatsächlich ja auch nochmal andere. Sehe ich nämlich jetzt erst. Oh, mit Avocado. Nehmen wir hier so einen Lachs-Nigiri. Packen uns da ein kleines Gürkchen um drüber. Das passt schon mal sehr gut. Tunfen es ein in unsere Sojasauce. Und machen weiter. Let's go. Also meine Lieben, ihr seht's, wir haben jetzt noch 25 Minuten, also damit sind wir schon weit unter der Hälfte. Ich würde sagen, wir haben jetzt so ungefähr die Hälfte vom Schiff geschafft und auch noch die Hälfte vor uns. Das, worauf ich mich gerade konzentriert habe, weil es einfach sehr lecker geschmeckt hat, nicht nur Deko, sondern jetzt auch wirklich so, war das Sashimi, was wir jetzt hier noch mit einer Gurke hatten und tatsächlich hier mit den ganzen drumherum gewesen. Wasabi, wie jetzt zum Beispiel hier, meine Lieben, ist nix. Was auf jeden Fall geil ist, was ich jetzt nochmal auch entdeckt habe, ist tatsächlich diese Special Rolls mit diesem flambierten Lachs. Ne? Da sieht man auch so richtig schön die Mayo oben drüber. Richtig, richtig lecker. Und ich habe mir schon überlegt, ich glaube, die Crunchy Rolls, die lasse ich mir so ein bisschen am Ende. Wir haben ja auch nochmal hier, das feiern viele von euch gerade im Livestream, quasi diese Kaviar-Eier, wie so eine Art, ich sag mal, Tasche. Habe ich selten gegessen. Probieren wir das Ganze mal so. Boah. Ich würde sagen, da ist auf jeden Fall nicht wenig drin. Haut mich jetzt aber nicht so krass vom Geschmack her um. War jetzt wie gesagt nicht mein Favorite, aber dafür ist hier genug drauf, wie zum Beispiel Spicy Lachs, denn das ist wirklich ein bisschen spicy, und Spicy Tuna. Eine Gurke wieder mit dazu und damit für den Genuss. Aber trotzdem, meine Lieben, müssen wir die Zeit im Auge halten. Ein bisschen reinkloppen jetzt, würde ich sagen. Also meine Lieben, ihr seht's, wir sind wieder ein bisschen vorangekommen. Das, wo ich mich gerade so ein bisschen gewundert habe, als ich mich mal kurz nach vorne gebeugt habe. Ich dachte eigentlich vorne sind nur die Nigiris, aber wie ich auch erst hier hinten hatte, hattet ihr es auch vorne gesehen, dass wir hier auf der einen Seite des Schiffes quasi auch noch diese Big Rolls haben. Schau mal, kriege ich da jetzt einen zugegriffen? Ich will mich da nicht vergreifen. Ja, einen habe ich gerade schon gegessen, hier der zweite. Wie gesagt, das sind diese vietnamesischen, sage ich mal, Big Rolls. Aber sehr lecker. Wir haben jetzt noch 16 Minuten auf der Zeit, das sage ich mal nur noch ein Viertel. Haben jetzt aber auch schon alle Makis soweit weg. Den letzten Spicy Tuna, den wir uns jetzt hier genehmigen. Ein Nigiri, die flambierten Lachs, Special Rolls, viele von den Crunchy Rolls. Überschaubar, dennoch trotzdem eine Sache. Und ich merke auch natürlich langsam, der Reis vom Sushi stopft immer mehr, weil es dieser typische Klebereis ist im Magen. Aber meine Lieben, optimistisch bin ich. Die 3x50 € Gutscheine für euch gebe ich weiter Gas. Und natürlich auch für mich das 100 € Sushi-Schiff. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir uns ran an eine Big Crunchy Roll. Denn die
sind nicht nur fett, sondern auch geil im Geschmack. Geil. Also meine Lieben, damit gehen wir in unser letztes Sushi-Stück und das ist die größte Big Crunchy Roll, die ich uns nochmal übergelassen habe. Plus so ein kleines von der Deko, beziehungsweise ich glaube, das war von dem Avocado Sashimi noch, den wir übergegangen haben. Aber erstmal, ich sag mal, ins letzte große Stück Crunchy Roll. Noch ein bisschen Sojasauce. Crunchy zum Ende. Das ist schon geil. Ein bisschen Avocado, denn ich liebe einfach Avocado, gerade beim Sushi. Noch zum zusätzlichen Geschmack. Miso-Suppe, tatsächlich auch leer. Rein ins letzte Genuss. Wow. Das war rundum eine sehr, sehr nicht nur anschauliche, sondern vor allem leckere, geschmackvolle Sache. Damit haben wir auch unser XXL Maison Deluxe Boot mit noch 2 Minuten Restzeit und damit innerhalb einer Stunde geschafft und damit das Boot einmal kostenlos bekommen hier bei Maison und tatsächlich für euch 3-mal 50 € Gutscheine, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, wenn wir das Ganze als erster schaffen. Meine Lieben, geschmacklich geil, fürs Auge geil, schreibt es gerne rein. Ich habe das in der Art und Weise noch nie gesehen, noch nie probiert. Und muss sagen, so ein Sushi-Boot, Halleluja, das könnte ich mir öfters geben. Was ich mir auch geben kann, das ist mir jetzt quasi die Verlosung mit euch. Und natürlich, was hier nie fehlen darf, auch nach dem Sushi. Und das ist natürlich, auch wenn es vielleicht nicht in der XXL-Variante oder in einem Boot präsentiert wird, ein süßer, runder Abschluss. Halleluja. Dankeschön. Dankeschön, sieht sehr gut aus wieder. Dankeschön. Also meine Lieben, damit seht ihr das, haben wir auch unseren Abschluss hier bekommen. Einen Gutschein haben wir tatsächlich gerade schon ausgelost und zwar war ein nettes Pärchen hier, die am Anfang gekommen sind, 60 Minuten jetzt gewartet haben und die beiden haben dann jetzt auch, wie ihr im Livestream entschieden habt, einen 50 € Gutschein gewonnen. Deswegen haben wir jetzt noch 2 zu verlosen. Einer wurde jetzt gerade auf TikTok verlost, ist schon raus. Der andere wird jetzt nach dem Nachtisch hier, der letzte verlost. Mega geil, ich feiere es, wie gesagt, kommt, wenn ihr das Video seht, auch gerne immer wieder Livestream oder live vor Ort, könnte sich lohnen. Was sich hoffentlich auch lohnt, ist für uns hoffentlich der Nachtisch. Meine Lieben, schön Lava Cake. Oh, ja, 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 ja. Yo, geiler Lava Cake, schön warm, fluffig, flüssiger Kern, ihr seht's, wie es schön rauskommt. Ei, 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 ei. Dreckig und mächtig. Dazu in Vorbereitung auf die zweite Challenge für heute, den XXL Eisbecher, der uns jetzt gleich erwartet. Ein schönes Vanilleeis. Schon mal die kleine Vorfreude auf gleich. Dazu so eine kleine Apfeldeko, die aber tatsächlich wirklich eher Deko ist als alles andere, denn sie ist zusammen. Aber auch die Deko kann gegessen werden. Meine Lieben, hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht, war ein tolles Erlebnis. Maison Asian Cuisine Kitchen hier in Bayreuth. Wenn wir hier nochmal vorbeischauen in Bayreuth, dann definitiv auch hier, denn das hat Bock auf mehr gemacht. Vielleicht gibt es ja die sogenannte MS Big M in Zukunft hier, vielleicht noch ein größeres Boot. Ich hätte nichts dagegen. Ansonsten checkt das Ganze gerne ab. Super Sushi, hat super geschmeckt. Wie jetzt auch der Lava Cake. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße. Liken, abonnieren. Ich sag ciao, ciao.